Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man an meiner neuen Eisenbahn die gelben LEDs wechselt gegen weiße LEDs. Denn diese sind ja hier gelb und das sieht nicht so schön aus. Das möchte ich Ihnen hier heute einmal zeigen. Und jetzt mal ehrlich in die Kommentare schreiben, wen habe ich denn damit jetzt geschockt? Das möchte ich doch jetzt mal gerne wissen, wer jetzt denkt, ich würde das doch eiskalt durchziehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin vor längerer Zeit einmal gefragt worden, was man bei dem EMS-System gegen das Quietschen unternehmen kann. Oder das Surren, wie auch immer, wie man das bezeichnen möchte. Ich schalte das mal an und man hört dieses Brummen. Und bevor der Motor hier läuft, man hört das. Weil das kann ja schon nerven. Beziehungsweise ich klemme mal den EMS-Baustein vielleicht einfach ab. Ich klemme mal das hier rein. Dieses Quietschen. Ich hoffe, dass die Kamera das aufnimmt. Das ist nervig. Das sehe ich ein. Und ich habe auch lange darüber nachgedacht, was man dagegen machen kann. Aber ja, die Idee war zu sagen, das ist ja hier der EMS-Motor, das ist hier der Motor, der auf der normalen Lok quasi fährt. Die Idee war zu sagen, ich mache hier einen Filter und filter das EMS-Signal ja raus und dann quietscht dieser Motor zumindest nicht. Ja, das ist ja aber nur die halbe Wahrheit, weil das Quietschen habe ich ja auch hier in dem Motor. Also ist das eigentlich schon nicht so ideal, sage ich jetzt einfach mal. Und wie kriege ich hier dieses Signal rausgefiltert am Motor? Ja, dafür müssten wir uns einmal eigentlich das EMS-Pult angucken und dann stellen wir fest, wie das vonstatten geht. Denn dafür ist hier diese Spule verantwortlich. Eine solche Spule habe ich mal hier ausgelötet aus 1, was defekt ist. Und das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, indem wir sagen, wir löten mal das Ganze hier ab, löten das Ganze mal hier dran. Und löten das wiederum hier am Motor. Und schauen, was akustisch passiert. Also fahren können wir schon mal. Aber der Motor brummt. Und was wir natürlich auch direkt feststellen, wir kommen gar nicht auf die Drehzahl. Ist ja klar. So, und nach wie vor haben wir das Brummen. Schalte ich mal aus. Nehme mal wieder den EMS-Baustein weg. Das Quietschen haben wir auch.
Also, der Hit ist das nicht. Überzeugt mich persönlich nicht, die Idee. Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwo einen Gedanken, einen Fehlgedanken drin von der Verdrahtung, das weiß ich nicht. Aber ich komme ja hier an, das reine analoge Signal. Und hier mache ich es ja so, das DC-Signal geht durch die Spule durch. Das ist halt wie ein kleiner Vorwiderstand. Das sehen wir auch, dass der Motor sich da ja langsamer im Endeffekt dreht. Und dann sehen wir, es geht hier hin und ja, man hat dann natürlich in dem Moment die, ja, wie soll ich sagen, den Vorwiderstand der Spule hier und natürlich das Quietschen. Tja. Ja. Den Sinn und Zweck mit dem Quietschen verstehe ich in Anführungsstrichen eh nicht. Denn umso mehr ich da reinbaue, weil das wird alles nicht klein sein, diese ganzen Filter. Und ich habe ja nun mal auch kleine Loks und man sieht es ja, im Endeffekt ist es ja eigentlich der andere Motor, der ja auf dem EMS-Betrieb laufen soll. Und da kann ich nicht so ein filterndes Element reinbauen. Man kriegt das minimiert, aber es wird auch immer da bleiben. Also das wird nichts werten, was zufriedenstellt an der Stelle. Ja, und damit habe ich eigentlich diese Frage auch hoffentlich beantwortet, dass man eigentlich zu dem Entschluss kommen muss, nee, so ein filterndes Element, so ein Filter, den wird es nicht geben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, die Antwort wird vielleicht den meisten nicht gefallen, aber da ist zumindest diese Frage mal geklärt worden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis demnächst.